Einen wunderschönen guten Abend, liebe Sherlock Holmes Fans da draußen. Es ist soweit. Wir haben The Awakened auf dem Startbildschirm. Und an meiner Seite habe ich meinen Schatz. Auch dir einen wunderschönen guten Abend. Willkommen im Stream. Oh. So, genau, einen wunderschönen guten Abend. Und auch von mir herzlich willkommen im Stream. Ja. Dann würde ich sagen, starten wir mal. Ab in Sherlock Holmes neues Abenteuer. Nachdem wir dann gestern Chapter 1 beendet haben, geht es jetzt los. Ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Ich auch. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Oh, guck an. Wir haben doch ein schickes Intro. Also, schönes Bild auf jeden Fall. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, dann sagen wir mal. Oh, es gibt ja eine Es gibt kleine. sogar Kapitelauswahl nachher. Und Das das ist ist aber schön. fein. Ja, gut, das Das sagen heißt, wir schon mal. Wie viele Kapitel gibt es? 8. 8. Aber das finde ich schon mal schön, dass es Kapitelauswahl gibt. Das freut mich schon mal. Ja, das ist schon mal sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, rein ins neue Abenteuer von Sherlock Holmes. Oh, das ging aber schnell. Gibt gar keine Ladezeiten mehr hier. Dafür haben wir schwarze Bildschirme. Kapitel 1. Der Schatten über London. Baker Street. Wir sind zurück in der Baker Street. Die Musik geht schon mal weiter wie gestern. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. Ich würde ja fast sagen, Ja. es sieht fast so aus wie das Gebäude von damals. Nein, wir sind wieder in der Baker Street, wie immer halt. Ja, aber es sieht genauso aus wie das Gebäude von damals. Von Ja. den ersten Teilen halt. Das sind aber das Problem, ist halt, wir spielen ja immer noch vor den Teilen, die wir zuletzt gespielt haben. Ja, ja, klar, Das heißt, richtig. wir spielen ja vor Crime Scene in Punish. Wir sind ja vor Devil's Daughter. Und diese Wohnung hat er halt schon. Ja, klar, aber die Wohnung sieht genauso aus. Kann man durchs Teleskop wieder gucken und sieht da die kleine dicke Frau am Fenster? Nein, das war die nicht dick. Und wo ist der Hund? Ist noch nicht da. Und da ist das Regal ist auch noch nicht so groß, wie es früher war. Und da ist auch noch kein. Also der Tisch ist da. Okay, es sieht alles noch ein bisschen anders aus. Das ist ja hier auch noch der Anfang, ne? Ja eben, wir sind hier gerade in den Anfängen. Das ist quasi das ist sein erstes Reich, was er sich geholt hat hier. Den kleinen Tisch haben wir da, dann haben wir da seinen Experimentiertisch. Ja. Okay, dann fangen wir mal an. Wollen wir die This ersten mess Beweise? is getting out of hand. What will the landlady think? Ins Ankleidezimmer kommen wir auch noch nicht, guck. Da steckt ja auch noch alles vor. Okay, und wir haben wieder was Feines zu lesen. Soll ja nicht langweilig für dich werden. Nach dem jüngsten Besuch der schwedischen Prinzessin Idur in London, der von einer Reihe unglücklichen Begebenheiten überschattet war, gilt das Verhältnis zwischen England und Schweden als gespalten. Ach nee, als angespannt. Guck mal, da geht schon los. Der erste Satz und gleich mal irgendwas Neues.
Allen voran sei das ungeklärte Verschwinden des Leibwächters von Prinzessin Ildur genannt, das die britischen Diplomaten nun in Verlegenheit bringt. Der Leibwächter, der seit vielen Jahren im direkten Umfeld der schwedischen Königsfamilie arbeitet, nutzt nach Dienstschluss einen Aufenthalt in London für eine nächtliche Erkundungstour in der Stadt, von der er nicht zurückkehrte. Ein Sprecher der Londoner Polizei ließ dem Londoner Adventier gegenüber verlautbaren, dass man zuversichtlich sei, den Leibwächter dank seines markanten skandinavischen Erscheinungsbilds zu finden. Ein solcher Hühne zieht die Blicke auf sich. Ob nun die Blicke von seinesgleichen im Herrendeplamenz oder die der reizenden Damen, die ihnen dort Gesellschaft leisten. Local gossip, all of it uninteresting. Klatsch und Tratsch. Haben wir einen weiteren Brief? Another letter from Werner. Oh, They von never Werner reply, Vogel. but they keep coming. Und ein Büchlein. Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. I don't see the strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Ja, geht schon gut los. Ja, finde ich ja nicht langweilig. 6 von 50? Okay. 6 von 50? Stand da gerade. 6 von 50. Soll ein Bonus sein. 6 von 1500. 6 von 50? Ja, und da stand eben dann im Bonus 6 von 1500. Okay. So. Na gut, wir sind wieder in der Baker Street, du hast recht, ja. Heute ist es regnerisch, da sollten wir uns vielleicht angemessen kleiden. Achso. Wir sollten vielleicht mal in die Garderobenabteilung. Oh. Okay. Oh, was haben wir hier? Ja, wir haben auf jeden Fall jede Menge Kleidung. Okay, die Outfits sind auf jeden Fall hübsch. Die sehen echt hübsch aus. Also wir sollten auf jeden Fall irgendwas Manteltechnisches nehmen. Und den Regenschirm, würde ich fast sagen. Regenschirm. Oder ein Hut oder so. Ah, das sieht gut aus. Ich glaube, wir nehmen keinen Hut. Ja doch, der stand da mit seinen Hut nehmen. Oh, wir können Watson auch einkleiden. Dann würde ich sagen, gehen wir Watson auch mal einen Hut. Ja. Und wie sage ich ja meine Jacke nicht angezogen gekriegt? Okay. Na dann, gehen wir mal raus. In das Sauwetter. So, wo sind die Mülltonnen? Und da ist eine Mülltonne direkt vor dir. A cactus spine. Ein If it gets in your Kaktusstachel. skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool.
You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Ach, da stehen wahrscheinlich viele Hinweise, dass es hier gibt. Ja, 50 Stück gibt es hier. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Glassed. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. Was geschah mit meiner You're a Zeitung? bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson, Cool, now I can take the day off. can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. Which way did he go? Not sure. Buchladen wird es I was garantieren. distracted by customers. Sorry. Did you see what Das he habe was ich mir up schon fast gedacht. Nah, not Weil really. die Bücher. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. to? All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Okay. Gedankenspiele. Okay. Oha. Wer hat den Strand ruiniert? Okay. Michael sah ein Buch von Mr. Barnes und dann? Hm? Achso, die werden. Ah, okay, die werden zusammengepasst, ne? Ah, Laut Aussage des Zeitungsjungen hat der auffällige Mann einen Stapel Bücher getragen. Und heute Morgen hat der hiesige Buchhändler Mr. Barnes ein Buch für Watson ausgeliefert. Ein Kryptostachel als Mordwerkzeug, ein lauter Knall, ein Besuch bei Mr. Barnes wäre wohl mehr als angedacht. Okay, okay. dann gehen wir den Herrn mal besuchen. Ich denke mal, wir müssen wieder Mr. Barnes das nur wieder anheften, ne? Yes, Ja, Barnes hab ich has auch his so. books, but he also has Get his your copy screw. of the Strand here. Not Ja, everyone genau. das hat er knows auch. it's part of the Jetzt, game. jetzt zeigt er es sogar mal an. Okay. Also. Der Hinweis auf den Foto. Ach, hier. Okay, das muss ich anhören. Da kann man sehen, wo der Buchladen ist. Ja, richtig. Ich versuche die Buchhandlung zu finden. Kannst du mal LS nach oben drücken? Perfekt. Lassen mich raten, das ist die Karte. Korrekt. Und gedrückt eine Schnellreise. Aber wir haben noch keine Schnellreisen. Okay. Möglichkeiten. Okay. Okay. Haben wir auf jeden Fall weitere Schnellreisemöglichkeiten. Ja. Krass, das sieht hübsch aus. Ja.
hier los? Geht's nicht weiter? Ja, durch den Zaun kommen wir natürlich nicht durch. So, perfekt. Jetzt können wir den ganzen Weg wieder zurückrennen. Ja, shit. Da Hier ist kommen wir noch, auch noch nicht durch. da ist noch alles zu, ne? Ah ja, klar. Da lag irgendwas. Lag was? Auf der Kiste vorne. Ein Kopf. Eine Puppe. What does it say? Okay. No seams or torn fabric on this doll. Likely one-legged by design. Willkommen zur Schnitzeljagd. Hallihallo. Ihr Straßentauben und Dachkrähen. Eine neue Schatzsuche erwartet euch. Mit dem Hinweis, den ihr gerade in den Händen haltet, mein Gott, könnt ihr eine Puppe finden. Wenn es euch gelingt, die alle aufzuspüren. Okay, wir müssen alle Puppen finden. Also oben im Kahn liegt noch eine. Okay. The treasure hunt. Used to do lots of those in my childhood for myself and Is it a call for help? A bad joke? Neuer Fall. Or both. Okay. better not Träume risk der leaving this Kindheit. matter ignored, don't you think? Das ist wahrscheinlich ja. Kann ich denn die Fälle, kann ich die hier irgendwo auch aussehen nachher? Das ist wahrscheinlich das hier. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass wir dann nachher noch bestimmt irgendwas anderes kriegen werden. Und wir müssen, glaube ich, erstmal zu dem Buchladen, ne? Ja. Wir haben halt wieder vorgegriffen. Wir wollten jetzt unbedingt die Puppe mitnehmen. Ja, ich habe Aber wo gesehen, war da denn lag der was. Karren jetzt? Da haben wir doch gerade auch schon gesehen, die Karren, oder nicht? Die Frage ist, ob das der Karren war. Den hier, meinst du? Nee, den wir gefunden haben, ob das der wirklich war. Wo war denn der Karren? Auf der anderen Seite, ganz vorne, ne? Ach, hier kommst du auch nicht durch. Wo war ganz vorne? Wo wir aus seinem Haus hinten raus sind, da war ein Kahn. Aber ob der das war, weiß ich nicht. Ja gut, da gucken wir gleich nochmal. Okay, wir müssen erstmal Mr. Barnes sein. Sein Bücherladen finden. Mr. Barnes Buchhandlung. Okay, hier wären wir. Wo ist die? Die Buchhandlung ist doch hier. Hello there. What's your name? Lily, I know, not very original. The weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Hä? Nee, er sagte nur, du bist in der Nähe von der Buchhandlung. Nee, das war doch, da steht doch. Achso, das ist ja blauer. Aber da stand doch Barnes hier. Ja, wo du den Weg betreten hast, hier. Guck mal auf die andere Seite. Da ist er. Okay, okay. Ich muss mich jetzt dran gewöhnen, dass Watson ja echt ist. Und da nicht so ein Blödsinn macht wie Jon. Der liest ja wirklich jetzt da. Do you even have enemies that would want to kill you? Okay, perhaps from Cordona. Ich will ja einen Hund helfen. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy?
Das ist ein kleiner und guck dir den mal an. Ja? Aber guck mal, was für einer das ist. Ja, das sieht aus wie So, Tobi. Barnes has a dog Das now. ist Tobi. Who's it How gonna about be? that Vogel fellow? He seems rather obsessed with you. Would he do something Achso, like das this? ist ja. Ach. Das ist ja Watson. Ja. Ach, Mann. So. Tränensäcke unter den Augen. Arbeit Arbeit viel. viel. Druckerschwärze. Tinte. Ah, Druckerschwärze. Lehnt sich auf sein rechtes Bein. Schmerzen am linken Bein. Holzabsätze. Will größer wirken. Ich würde sagen, Arbeitstier. Ja, würde ich auch sagen. Mr. Barnes, a word. Oh, for goodness sake. Warum ist er jetzt gegangen? Who goes there? Sherlock Holmes, now will you please? Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or In two? 1 oder 2 Come now, Monaten. Mr. Barnes. It will only take a moment. No, really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he Was? acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax Okay, him mit out. LB können wir scannen. Das The ist schon mal ladder is schön. broken recently, judging by the freshness of the wood. Okay, jetzt können wir wirklich scannen. Oh, super. Das war das, was Hardly mir wirklich imagine gefehlt anything more hat. macabre. Basics of cryptanalysis, cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. Ein Katalog für exotische Pflanzen auf der Ladentheke von Mr. Barnes Buchhandlung. Der Titel des Kataloges lautet Immergrüne Pflanzen für ein immergrünen werdende Liebe. Pflanzen klingt schon mal nicht so gut. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Ja, wenn man genug Bücher hat, kann man die auch als Blumenuntersetzer nehmen, ne? In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. Wer ist sie? The finest view London has to offer. Achso, das ist die Blumentante, ne? Mhm. Hatten wir schon. Mann. So. Ja, warum verhält er sich so sonderbar, ja? So, das war schon der erste Strang davon, ne? Ja.
Warum fällt sich an so sonderlich? Hm. Das heißt, wir haben 3 Mittelpunkte und 3 Punkte sind auch richtig, oder wie? Okay, das ist schon recht schwierig jetzt hier. Also, wir müssen jetzt eigentlich sagen, okay, wir haben einmal Beobachtung. Ja. Wir sagen, mit dem verwelkten Blumen im Fenster, da hat auf jeden Fall was zu tun. Der Stand war nicht in der Morgenpost. Okay. Also 3 Punkte ergeben 1 Punkt, ja? Ja. Aber wir haben kein Dokument mehr. Hm. Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. We're looking for a cactus needle in a haystack. A spine in a book stack? No, come on, Watson, think. Apologies, but I can't hear you. Please come back later. Tja, jetzt eine gute Frage, wo wir jetzt mal hin müssen, ne? I should have worn something warmer. Du hättest auch einfach nur reingehen können. Encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. It must that's a take cactus. patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. Familiar spine? Is this what I found in my dustbin? Ich auch. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Eine Trauerbrosche im Gedenken an verstorbenen Ehemann. Trauerstoff, ungewöhnliche Arbeitskleidung. Teurer Stoff. Teurer? Ja. Saubere Stiefel. Hat bei Ankunft Schuhe gewechselt.
Trägt Schminke, will schön sein oder etwas verbergen. Immer noch voller Trauer erfüllt. Schaut nach vorne. Schaut nach vorne. Mrs. Fleming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. Weiß präsentieren. Kann man ja lang beweisen. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes. No, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached, but since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Die Frage ist, was wir anhelfen. Eigentlich war das immer nur die Sachen zu anheften, wo diese Kullern da drüber sind. Ja. Ah, ich kann da was herstellen, ja. Okay, was haben wir denn hier? Kaktus im gesprungenen Topf.
Genau, das ist ja das, was wir schon rausgefunden Ja, aber das haben. mussten wir ja aber hier ja noch Ne, rausfinden. das stimmt. Mr. Burns hat einen Strauß verwelkter Blumen ins Schaufenster gestellt, um die Aufmerksamkeit der Blumenverkäuferin Mrs. Fleming zu wecken. Vielleicht hofft er, sie dazu zu bringen, in seinen Laden zu kommen und ihm Ratschläge zum Blumengießen zu geben. Oder handelt es sich um den Versuch, ihr auf subtile Weise seine Verzweiflung zu signalisieren? Mr. Burns hat Mrs. Fleming anonym einen Kaktus geschenkt, den er aus dem Katalog auf seinem Ladentheke bestellt hat. Womöglich nicht die beste Wahl. Aber für Mr. Burns scheint der Kaktus seine ewige Liebe zu symbolisieren. Nicht zuletzt lautet der Titel des Katalogs Immergrüne Pflanzen für eine immerwährende Liebe. Ganz offensichtlich handelt es sich dabei um den Kaktus, den er auf den Stand in der Mülltonne vor der Baker Street 22 1b fallen ließ. Es wird Zeit, dass er die Karten auf den Tisch legt. I think Immer noch perhaps I have zwei been chasing Beweise. shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. Bei Mrs. Fleming steht ein Kaktus. Meine Zeitung wurde ruiniert. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. Jetzt umgefallen? I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right then. Na bitte. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus and your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. Das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich weiß, was zu tun ist. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the obtruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. Sehr schön. Beziehungsberater. Ein Erfolg. Der erste Erfolg in diesem Spiel. Salpeterexplosion erschüttert die Docks. Vergangene Nacht wurden die Anwohner des Londoner Hafens durch laute Knallgeräusche und dichten roten Rauch unsanft aus dem Schlaf gerissen. Das Handelsschiff Moskwa hatte am frühen Abend auf seine Fahrt zum europäischen Festland für einen Zwischenstopp am Pier Nummer 3 angelegt.
als es an Bord plötzlich zu mehreren Detonationen kam. Die Hafenbehörde äußerte sich bisher nicht zu dem Vorfall und es ist nicht bekannt, ob sich zu dem Zeitpunkt Besatzungsmitglieder an Bord befanden. Augenzeugenberichten zufolge gelangte Salpeter in den Fluss. Doch da der Ort des Geschehens nach wie vor Weiträumen abgesperrt ist, lassen sich die Angaben noch nicht unabhängig überprüfen. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Ermittlungsort abgeschlossen. Okay. Achso, ja. Oh, was haben wir hier? So, da hätten wir Schnellreisepunkte. Let me know if there's any way I can make it up to you. Tell you what, tomorrow's edition of The Strand is on me. Ja, das ist auch sehr nett. Perfekt. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No? Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition, and that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But... It's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Okay. Okay. Oh, jetzt haben wir wieder unser cooles Outfit. Ah, okay, also wir schalten dann ein Auto scheinbar frei mit den Hähnchen hier. Oh, wir lassen uns überraschen, was wir da so alles freischalten nachher. Ja. Das ist erstmal ungewohnt, dass es jetzt auf der anderen Taste liegt. Achso, ich wollte dich vorhin schon fragen. Das ist jetzt auf der anderen Seite bestimmt, ne? Ja, richtig. Den klicke ich hier auch mal falsch an. Jetzt wäre ja die Schnitzeljagd der Puppen, ne? Ja. Ich frage mich, ob wir da überhaupt schon hinkommen. Glaube nicht. Es war ein Park mit einer Figur. Ich weiß ja nicht, aber ich glaube auch nicht. Habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen hier. Was denn? Ich wollte da durch. Oh, was haben wir hier? Ermittlungsort. Sind wir hier richtig? Bin ich hier aus Versehen reingestolpert oder? Looks like a factory to me. Wonder what could get the gears inside moving.
Aber hier sind wir doch. So. Oh Gott, ey. Da muss ich mir aber echt erstmal dran gewöhnen, hier an die falsche Taste. Unscheinbarer Hinterhof. Ja, ist hier. Hallo, ihr Straßentau. Achso, das haben wir schon. Hier gibt es noch eine Puppe. Das ist die, die wir schon haben. Ah, das ist die, wir haben, ja. Ja. Die haben wir. Children's clothes, judging by the size. Padlocks have names etched onto them. Anne, Tom, Charles. Okay. Okay. Wie oft kannst du eigentlich scannen? What a grim Immer? view. Nee. Geht zwar, aber nicht immer. Stenwick is just down the street from Barnes's bookshop. Ja, ich weiß, wenn abgedruckt sind, aber das war hier irgendwie interessant. Aber hier kann man scheinbar noch nicht auflösen, deswegen gehen wir hier. Und da brauchen wir bestimmt 3 Schlüssel. Ja. Und irgendwie Zahnräder, weil das ja ein Zahnradrätsel. Genau. Eine Katze liegt hier. Die tot? Ich weiß nicht, sieht komisch aus. Guck mal hier. Eine Schnecke. Eine Schnecke. Ach hier, das ist so ein Sprungspiel, ne? Ja. Also hier die Umgebung eigentlich ausscannen? Ja. Okay. Jetzt müssen wir erstmal runter zum Pier. Mhm. Oh, Hier ist die hier Puppe irgendwo. Hier ist die Puppe. Irgendwo. Oben in der Ecke beim Baum. Also den Weg hoch, gerade hoch. Und hier muss die irgendwo liegen. Sicher? Ach, hier kommt jemand. Da ist sie. Ja. A miner with a sooty face. At least, in dollform. Nehmen wir mit. Ah, okay. Das kann die Schlüssel sein, vielleicht auch. Die kommen garantiert in die noch eine neue Schlüsseljagd. Ich lese das jetzt aber nicht nochmal vor, weil das kennen wir schon. Das ist am Wasser. Am Markt. Ich denke, am Markt. Das ist ein Marktplatz, ja. Ich würde sagen am Markt, ja. Okay. Die Puppe muss bestimmt da rein in dieses Gestell, wo wir gerade waren. Das kann natürlich sein, dass das so eine Dinger sind, um dass die Schlüssel gehalten werden. Ja. Frage ist, wo war der Marktplatz, ne? Close. Ah, die ist noch im Erbau. Im Bau, ja. Hä? Was? Stenwick is just down the street from Barnes's bookshop. Das Haus befindet sich hier wie. Captain Terrence House befindet sich in derselben Straße wie Mr. Bourne seiner Buchhandlung. Ja, da sind wir noch. Mr. Bourne seine Buchhandlung ist hier, Ja. genau. Dann müssen wir hier lang. Naja gut, es ist ja nicht gesagt, dass die Straße unbedingt gerade ist. Sie kann ja auch abbiegen. Na, wo der stand auch hier. Was mit dir los?
Is this familiar to you? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Warum wollte er uns jetzt mit dem Messer pieksen? Oder? Ja. Could you help me? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Nee, der weiß auch nichts drüber. Oh Gott. Hier war es doch mit den Kindern, ne? Ja. A model of a homely room and fireplace. Vielleicht die Schublade? Ja, hab ich auch schon geguckt, aber nichts. Oh, hier. Da kommt eine Figur rein. Chimney bears a peculiar form, like it's meant to have something put inside. Ja. Da Ja. kommt definitiv eine Figur rein. A small Dann geht minecart. bestimmt unten eine Schublade auf. If disturbing. Ja, es sind Weil es sind bestimmt drei Schubladen und es sind drei Schlösser. Das Es heißt, sind auch bestimmt 3 Puppen. es sind drei, ja genau, es sind 3 Puppen und dann sind unten in den Looks like putting Schubladen something in the 3 slot may Schlüssel. get the gears inside to move. Oh Gott, Entschuldigung. Oh. Müssen wir halt die eine Puppe noch finden, die am Marktplatz ist. Nee, ich glaube, die möchte ich erst finden. Ja. Muss ja da hinten sein, dann wo das kaputt war, ne? Not much further now. Achso, ja, das ist auf jeden Fall, wo der wohnt. Aber der Marktplatz nicht hier hinten? Ja. Da ganz hinten. Und dann liegt die hier in der Ecke. Wo? Irgendwo hier in der Ecke muss sie liegen. Dann. Irgendwo beim Marktplatz in der Ecke. Ach. Das haben wir. Das haben wir. Die brauchen wir. Das wäre der schräge. Das ist. Die Frage ist, von welcher Seite die das jetzt gezeichnet haben, die Kids. Das stimmt, ja. Guck mal die Mauer da schräg an, ob da ein rotes Haus ist. Hm. Das für ein Haus? Wo? Da Da? geradeaus. Ja, das könnte ein rotes Haus sein, ne? Ach, guck mal, da hinten geht es nämlich noch weiter. Stimmt. Aber da kommen wir noch nicht hin. Ich denke, dass wir erst den Fall lösen müssen, dass wir den Marktplatz weiter betreten können. Denkst du? Ich denke. Was ist da drin? Oh. Da ist sie doch. Okay, da ist sie. Unnaturally Okay, bent na gut. legs, yet they look to be a design choice. Seems to be for me. Und da ist ein Tee drauf zum Beispiel. Ah, okay, dann auch welche. Das ist beim Blumenladen. Nee, das ist der Weg zurück, dass du die jetzt eingeben kannst. Das ist, wo die Kinder ihr Versteck haben. Okay. Meinst du, da steht auch das...
guck, das ist der Blumenladen. Und durch das Tor musst du ja durch und dann links ging es ja in die kleine Gasse rein. Ja, gehen wir erstmal nochmal zum Blumenladen. Das war cool gemacht so. Ja, finde ich auch. Ja genau, es geht ja hier von hier aus in die Gasse. So. Und da zeigt er dir das dann quasi, dass da das Geheimversteck sein wird. Oh. Ah, okay, okay. Jetzt können wir da nämlich auch die Puppen raufsetzen. Haben wir den ersten Schlüssel? Und wir sind so gut, das ist Tom. Weil auf dem Püppchen steht ein T. Ja, jetzt schweift mal wieder ab. Aber Egal. Anne. Das ist Anne. Und das andere müsste Charlotte sein. Charles. Okay. Oh, und Ein jetzt Schlüssel. können wir den Schrank öffnen. Oh, was haben wir hier? Anne Coldrain, Alter 12. Todesursache Blutverlust aufgrund einer Beinverletzung. Tom Gill, Alter 5. Todesursache Rauchvergiftung. Charles Potter, Alter 14. Todesursache Verbrennung. Okay, das ist genau da, wo wir sie jetzt alle gefunden haben. Ja. Und das ist Mom. Last doll seems recently made. Ah, Mary. Tom, Charles, Anne and Mary. Ah, Mary, okay. Mary. Okay. Vielleicht lebt die noch. Weil die war ja nicht tot. Doch, die ist ertrunken. Für die klügste Taube von allen. Du hast es geschafft. Du hast den letzten Schatz gefunden. Dies war allerdings nicht nur der letzte Schatz dieser Schnitzeljagd, sondern mein letztes Werk überhaupt. Für viele von euch, meine lieben Straßentauben, waren meine Rätsel der einzige Lichtpunkt in eurem tiefsten Dasein. Dieses Licht strahlt jedoch nur so hell, weil es von völliger Dunkelheit umgeben war. Nach dem Tod von Charlie, dem dritten von uns Vieren, wirre ich jedoch selbst das letzte Quäntchen Freude aus meiner Seele. Das Leben hat uns gezwungen, einer Arbeit nachzugehen, die wir eigentlich gar nicht tun sollten. Und uns damit den letzten Funken Leben ausgehaucht. Jeden Abend habe ich dafür gebetet, dass ich den nächsten Tag nicht mehr erleben muss. Einen Tag, an dem ich wieder einen dieser Schornsteine hinabgekletterte, den schrecklichen Rauch einatmete und das Geschimpfe der Arbeiter erdulden würden müsse. Dabei habe ich nie gelernt, wie man richtig betet. Meine Freunde dachten immer, ich sei die Stärkste von uns, aber mit jedem Tod fühlte ich mich mickriger und schwächer, bis ich irgendwann gar nicht mehr fühlte. Daher sage ich, lebe wohl. Ich hoffe, eines Tages werdet ihr Tauben euch alle emporschwingen und über das Meer fliegen. Und dann werdet ihr vielleicht in einer besseren Welt landen, in der ihr nicht mehr gezwungen seid, euer Leben vor einen vollen Magen wegzuwerfen. Not sure I like the treasure hunt's ending. Auch das ist schon Could we wieder really sehr, have saved sehr our homes? Solving this crime is beyond Ja. my reach. It is society who must work on sparing children from death by hard labor. Fall abgeschlossen. Kindheitsträume. Okay. Dann folgen wir jetzt mal wieder dem
Im richtigen Fall. Aber hier. Achso. Na gut, das meinten die vielleicht auch, dass das ganze Spiel so ein bisschen düsterer ist, ne? Naja, klar. In dem Moment. Gut, das war jetzt auch wieder, es ging wieder um Armut halt, ne? Naja, klar. So, Buchhandlung. Von derselben Straße wie die Buchhandlung. Das heißt, Ah ja, waren ja da schon lang gelaufen. wir müssten dann hier hoch. Ja, hier waren wir nicht. Und irgendwo muss der... Ja, jemand hat ja doch gesagt, hier wohnt der irgendwo in der Nähe. Entschuldigung. Gesundheit. War ich zu langsam. Das Herrenhaus haben wir schon freigeschaltet gehabt übrigens. Ach so. Ja, da waren wir schon gewesen. Ne, hier unten. Dann können wir da hingehen einfach. Du bist schon da. Ja, wir waren hier vorhin Ach, schon. hier sind wir vorbeigelaufen. Genau. So. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. And it's my superiors who made this decision, sir. Ja. Ah, geil. Have there been other Er ist disappearances lately? nutzlos. Er wird Of seinen course, Vorgesetzten here and in there. Verbindung setzen. When life is tough In and Kenntnis opportunity setzen, comes knocking, dass er you can't nutzlos blame ist. those who answer. Wie ist sein Vorgesetzter? Why has the Heißt er? police Man department muss ja decided irgendwie not to sagen, help? geil. We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Here breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. When did you last see your servant? Here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. Tell me about Here. He's foreign, a Maori, all the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English, never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Warum könnte er wohl weggelaufen sein? Das ist eine gute Frage. Is there any reason Here may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Okay. Hat er schon mal was gestohlen? Did Here make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person.
No, no. I kept his wages in my safe. For security. Okay. I take it this is the first time Here has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Ja, also mit dem Geld war schon gar nicht mal so schlecht. Warum? Es Ich ging, mir zu wenig Geld? es ging wirklich darum, dass er zu wenig Geld hatte, ja. Ah. Ich kann Herleitung machen. Gut. Why are you still here? Der Bedienstete ist ein Shop im Garten. Oh Gott. Die Frigo kein Kopf mehr. Okay, was haben wir hier? Jemand hat sich versteckt. Looks like a knee print. Chewing tobacco. Kult haben. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. Ah, okay. Haben wir hier noch? The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Ofenrohr verstopft.
A Maori nose flute. Gurus, they're called. Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. A small navy spyglass. Okay, I can the wall. No air coming through it. The ashes are long since cold. Button chops, the remains of a meal. A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. Okay. No air coming through it. No air coming through it. Is this a taniwha, a Maori water spirit, or something else? Either way, it's giving me chills. Okay, was ist das? Ja. No air coming through it. Ja, das kann man erst nicht funktionieren, wenn wir alle von den Punkten haben. Kann das sein, dass wir leichte Tonaussätze haben? Haben wir das? Also immer so. Vom Sound, selber vom Spiel? Durch das Knattern vom Feuer? Der Tonaussetzer soll das sein. Ich weiß nicht, was der Tonaussetzer du meinst, Nico. Das hört sich so an, als ob immer der Ton kurz weg ist. Komplett, oder? Und ganz leise These dann wieder were da, sturdy leise wieder boxes. da. It would have required a serious blow to break them. Ne, das ist durch das Feuerchen. Ich denke mal, das ist Feuer, ne, oder? Der Regen. Ach, Regen. Ja gut, das kann auch der Regen sein, stimmt. Der dann so raufprasselt aufs Dach. So ähnlich hier ist mal. Ja, jetzt ist weg. Nein, er war... Ja, genau. Ja. Das ist wie im Bahnleben, ne? Oh. So, das war Watson. Ich wollte sagen, wir läuft denn da?
I will not be long, Captain. Hm. Aber was muss ja noch fehlen, sonst kann ich ja auch hier was rekonstruieren. Aber soll einfach hinten sein. Links in seinen Schuppen im Garten untergebracht. Hier zeigt er das noch nicht an. Über dir ist irgendwas, ja. Achso, das ist nur. Achso, das heißt okay, dass da irgendwas ist. Ja, wenn du genug Dinger hast, dann kannst du nachher rekonstruieren schon da. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Ah, okay. Schloss mit Schlossloch. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Okay, das sind unsere Rekonstruktionspunkte bestimmt, ne? Ja. Okay. Ah, da kannst du schon was machen. Ach, kannst du schon, okay, krass. Nee. Was denn? Du kannst es nicht ändern, das ist richtig so. Nee, kann ich. Also ich war vorne da rein. Fällt zurück da rein, na guck. Kann ja nicht. Ja, der die wieder vor der Nase umher. Das stimmt. Und das hier kann eigentlich nicht stimmen. Beide Sachen sind da? Ja. Oh, hier ist noch was. Ah. Oh Gott. Ach, das ist so wie die weißen Kreise, ne? These tracks. They seem fresh. Okay. Da hinten war noch was? Links von dir? Ich weiß, das ist so eine Rekonstruierungspunkt, da waren die anderen Kugeln. Achso, okay. Ja, da hat er gekniet. Ah, okay. Das sind also 5 Punkte, das heißt 5 Rekonstruierungspunkte haben wir hier. Ja, aber wir müssen halt irgendwas noch finden hier. Und die Reifenspuren, aber die kannst du auch nicht anklicken. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Rechts gebogenen Schlüssel öffnen. Hm. Was? Ja, schon gefunden, das war ein Tuch, was da drin war. Da ist aber auch nichts eingewickelt in dem, oder? Nee. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Und das Rohr mit verstopft. Und da gab es noch nichts zu entdecken. Stenwick makes his servant live in a tool shed. Think you know something? Oh, da ist irgendwas. Ja, okay.
Noch mehr Spuren. Ja, man muss wieder das Richtige anheften, ja. Someone moved a cart to this spot and then took it Hier elsewhere. haben wir jetzt den nächsten Can't see it Point. anywhere in the garden. Nur ein Punkt. Das wäre bestimmt das denn. Gibt's da was mit dem Schlüssel? Ja, ich bitte. Ja. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the Der right. Schlüssel liegt noch da an dem Brett. Da vorne. Den konnte ich wahrscheinlich gerade nur nicht mitnehmen, weil ich das nicht angeheftet hatte. Ja, genau. Okay. Oha. Schlüssel fehlen. Das ist der nach links gebogen ist, der Schlüssel, ne? Wir brauchen einen, der nach rechts gebogen ist. No air coming through it. Kann sein, dass ich danach fragen muss. Frag ihn mal nur noch. Ja, das ist schon wieder ein bisschen was anderes hier, ne? Beweise präsentieren. The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. I thought you were meant to be intelligent. Are you joking? Why would I know this? I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahir's? Yes. I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Are you joking? Why would I know this? Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimahir's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. I thought you were meant to be intelligent. Has Kimahir ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimahir's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco.
Do you happen to know Kimahir's shoe size? I wouldn't have the foggiest, but I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right.
Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When Here went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Here inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Here had the key in his shack. Remarkable. It makes total sense. You'd best have found something by now, gentlemen. I fear that someone may have spied upon Here, likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? I found the residue of narcotics in Here's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Here never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. I won't keep you in suspense any longer, Captain. Here was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Here's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Here,
The intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know? Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. Tja. Das ist natürlich nun ganz schön arrogant jetzt, ne? Was machst du? Überlegen, was ich sage. Kümmere dich selbst drum nicht. Selbst drum, der Ton macht die Musik. Keine Ahnung, das finde ich alles ein bisschen... Kann ich sagen? Ja. The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his... Genau, Watson kann auch was tun. Then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Ah, er hat uns endlich einen Schlüssel für die Hintertür gegeben. Das ist aber toll. Perfekt. Hätte er auch gleich machen können. Der hätte mich nur noch nicht belabert. Der dumme Sack. Die Tür jetzt endlich. Ich hätte gesagt, wir bringen ihn eh nicht zurück. Ja, meint er ist ein Investment. Und Schmarrn. Vor allem, wenn er den Schlüssel selber hatte, ne? Oh. Warum hat er uns den nicht gleich gegeben? Ich wollte sagen, wo ging die Tür jetzt nochmal auf? Was noch durch heute? Ja, stimmt, ist ja nicht John. Oder Jon. Eigentlich heißt er auch John, oder? Ja, Anne hieß Jon. Nein, die ist auch John, aber... Eigentlich hieß er auch John, ne? Oder? Ja, ich ja. hab keine Ahnung. Jon. Oh, was haben wir hier? Das ist der Karren. Okay. Sturdy Seil. rope, professionally tied in a Portuguese bowline. Ja. This knot is often used by sailors to create a bosun's chair. Roy Soulsby. Could that be the name of our man? A strange substance. I have my suspicions based on the color and consistency, but would you care to hazard a guess, Doctor? Well, it's odorless, but from the way it absorbs water, I'd say saltpeter. Then we're in agreement. Well done. Wheels picked up grass along the way. Kimahir's cart, I gather. Ein spezieller Knoten, ein Marinefernrohr und Stiefelabdrücke, die auf einen Mann aus der Arbeiterklasse hindeuten. Das alles lässt nur einen Schluss zu. Kimaniers Entführer ist ein Seemann. Okay.
Visitenkarte. Oh Gott. Spuren des Vampires. Eins war richtig. Ja, gut. Ich würde fast sagen, das hat was mit dem 28. September 1882 zu tun, weil er ja vorhin gesagt hatte, das ist schon lange her. Ich glaube ja nicht, aber versuchen wir. Ah, doch. Wir wissen nun, dass Hiers entführt wurde. Ach Quatsch, Entführer wahrscheinlich ein Seemann ist. Dass er entführt wurde, wussten wir auch. So ist aber schon länger. Sich auf seiner Geldbörse Rückstände von Salpeter befinden und dass es am Londoner Hafen vor kurzem einen Unfall mit Salpeter gab. Alles deutet darauf hin, dass wir unsere Suche nach hier am Londoner Hafen fortsetzen müssen. Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen so schnell wie möglich eine Droschke finden, die uns zum Londoner Hafen bringt. Okay? Dann geht's jetzt los. Dann suchen wir uns mal eine Droschke. Ja, wir müssen nicht laufen. Ja. Finde ich gut. Danke, Entwickler. Meine Gebiete wurden erhöht. Ja, wäre auch Quatsch. The saltpeter accident. Doctor, do you recall? The Port of London. Of course. The footwear, the spyglass. Indeed. We shall need to take a cab there. Und er heftet die Dinger oben auch fast selbstständig mit an. Ne, das habe ich gemacht. Achso. Da ich gerade selber. Okay, ich dachte, das hat er gemacht. Nee, das hat er nicht gemacht. Das war ich. Na, wir speichern mal zwischendurch. Da könnte Droschke sein. Sein, das ist eine Kutsche, aber. Mhm. Oh. Ja. Wir haben mal zum Glück gespeichert. Einmal. Ja, so geil, wir gehen. Where to, Gov? Ja, es war ja alles To London, grün. please. Wir haben auch alles. I will show you where to stop. Hinein ins Verbrechen. Kapitel 1. Ah, okay. Okay. Kapitel 2. Die blutrote Nacht. Mr. Holmes, what a compelling mystery we have stumbled upon. Perhaps I have the premise of my next novel. One kidnapping does not a story make. Stop! A black cat crossed before us. It's a bad omen. I'll take you for the superstitious type, Doctor. Such things are mere fantasies, tricks of a feeble mind. One imagines a physician would keep a surer footing in reality. Perhaps. Before the war, my time abroad was difficult. Once, I came across an Afghan, bleeding, who I could not save. He pressed a rosary into my hand. A gift, he said, so as to gain God's favor. After that... Dr. Watson? Yes, well, I shan't get into details, but sometime later I found myself lost in the desert. Dehydration set in.
and things grew ever more dire. The man's words came to me. I said a prayer, placed the rosary on a rock. A gift to gain God's favor. And you were rescued? Yes. A detachment of British soldiers found me. To whom I'm grateful. Without their diligence, you would not be standing here and I would not have this case. I'm sure you have another explanation prepared, Mr. Holmes, but I think I shall cling to the occasional superstition all the same. To each his own, Dr. Watson. So long as it does not interfere with my methods, do it. We must press on, cat or no cat. The question remains, why abduct Kimmer here? Okay. Ach, werde ich manchmal lernen. Kann ich ja nicht immer umändern hier. Stimmt. So. Naja, geht glaube ich nicht. Ne, kannst du leider nicht. Es wäre schön, wenn ich das ändern könnte. Weil ich immer die falsche Taste hier drücke. Da wäre ich glaube ich auch nicht mal lernen heute. Okay. Watson seine Schreibmaschine. Ja, aber freigeschaltet durch die ganzen Hinweise. So, wir sollen jetzt die Visitenkarte anheften. Und die Leute ein bisschen die Leute befragen. Und die Leute variieren ja. Das ist neblig hier. Ja. Wer redet mit mir hier? Redet da irgendwo? Ja, bestimmt. Oh, er hilft mir. Das ist auch nett. Der Mann scheint häufig in der Nähe der Werft anzutreffen zu sein. Okay. Okay. Na, schade, dass die Hinweise da oben nicht automatisch weggehen. Ja, gut. Aber ich hatte heute irgendwo gelesen, dass es schwierig ist, angeblich den Einstieg zu finden. Na, ich so, keine Ahnung. Wir kriegen so viele Tutorial, da können wir uns eigentlich gar nicht beschweren. Ich hatte das irgendwo heute gelesen und habe gedacht, so, okay. Aber ich finde, wir kriegen verdammt viel Tutorial hier in den Game. Ja. Du kriegst auch gut viel Hilfe. Also. Wenn man das mal mit dem anderen Spiel vergleicht, mit Chapter 1, muss man wirklich sagen, kriegt man hier wirklich viel mehr Hilfe. Das liegt auf dem Boden, kann ich das aufheben? Nein, der ist dann nur einfach so grafisch implementiert. Schweinerei. Den der Zettel aufheben. Da fällt ein Hund. Watson, geh aus dem Weg. May I ask you something? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Der will uns nicht helfen. Dann nicht. Bettina? Help me, please. As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Den mit dem Regenschirm hier vorne? Genau. Can I ask you a question? No, sorry, I know nothing. Wir können in den Hut reingucken, hast du gesehen? Ja. Oh, das ist ein Hund. Das ist ein Hund. Eine Hundi. It appears that the saltpeter explosion rattled the locals. Can't blame them for staying at home. Was haben wir hier noch? Also die kann man auch befreien. Oder? It's a large harbor. If our kidnapper is hiding here, finding him won't be easy. Ein Zettel. Vermisstenplakat. Hilfe! Die Griffschi vor einer Woche verschwindet. Bitte sagen Sie, wenn Sie sie sehen.
Daher am Abendviertel von Hafen Bescheid sagen. Rotes Banner über Eingang von Haus. Okay. Okay. Aber auf jeden Fall nicht einheimisch geschrieben. Was? Nicht. Ja. Was hier ist noch? Okay. Das heißt wahrscheinlich ein weiterer Fall. Oh, ich lerne das heute echt nicht. Das wirst du nicht nur heute nicht lernen, Schatz. Das wird das ganze Spiel so gehen. Ja, ist ja auch gemein. Das Spiel, was wir da vorhin einige Stunden gespielt haben. Ja. Ja, da haben wir eh noch nichts. Okay, ja, nicht basteln, ne, da nicht. Na. Und noch zu wenig Details. Ja, das werden wir schon noch finden. So. Eine Mühle. help. Mit denen kannst du reden. Oh, naja, weil die Schätze des Schlamm. Dann hat da irgendjemand was gesagt, wegen Doktor. Achso, da unten, die war oder wie? Ja. Armenviertel. Armenviertel. Could you help me? Sorry, sir, I can't help you. Hello, this is Dr. Watson. We'll take a look at your friend. Oh, okay, okay. Ich würde sagen, wir können Ihnen doch helfen. Dr. Watson ist doch hier Experte, ne? Oh, warte mal, muss man wahrscheinlich erstmal das anheften hier. Machen wir das denn? Bitte um ärztliche Hilfe anheften. Help me, please. I can't tell you because I don't know. Could you help me? It is a shame I can't answer your question. Can you satisfy my curiosity? I'm sorry, but I don't know. Wen wollen wir jetzt helfen? Wen soll ich mir denn helfen? Ach so, okay. Freshly dug up treasures, it seems. Everything ends up in a river. It's a good thing these people take something from it. The subject is hyperventilating. He has a pale face and dilated pupils. The water has a curious whitish tinge to it. Dilated pupils, decolorized skin, necrosis. What do you make of this, Doctor? All signs point towards acute poisoning. It could possibly be due to chemicals. I won't jump to any conclusions yet. Kann mir jetzt helfen? Erstmal sollst du bestimmt alle untersuchen. Is this familiar to you? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Is this familiar to you? Sorry, sir. Is this familiar to you? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. What are you looking at? We like to watch our man suffocate himself for food. Ja. May I ask for your assistance? Sorry, sir, I can't help you. Verstanden, ne? Aber wir sollten in der Kanal nach der Ursache suchen. Da liegt was. The coffee won't go away and the doctor's too pricey. Pile of rotten food. It carries danger, but not of the kind that we witnessed. Okay, das ist schon mal nicht. Ich kann mir denken, was passiert ist. Ist bestimmt seit Peter ins Wasser gefallen. Could you help me? I wish I could be of help, but I can't. Sorry. May I ask for your assistance? I can't help you with this.
Oh, da drüben ist auch. Achso, das sind die Menschen, die laufen. Aber irgendwo müssen wir noch mal was finden, ne? Could you help me? I wish I could be of help, but I can't. Sorry. Missed no fish the last couple of days. Wir müssen schon weiter hochlaufen, dann, damit wir das finden. Ja, es wird irgendwo am Kanalanfang sein. Oh, da ist auch was. Oder liegt auch was, ja. Gruesome. It's been decomposing for weeks. If this were the origin of the disease, it would have started sooner than a few days ago. The waterway goes under the buildings. We'll need to find other open sections in order to continue our search. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ja, wir müssen auch so rumlaufen. Was denn? Geh mir aus dem Weg. Was denn hier? Hier sind wir, glaube ich. Hello, lad. Is this where I may find Dea? You read the poster? Yes? You know where my brother Girves is? Sadly, no. Well, not yet. Where did you last see Girves? He worked at a, warehouse. This Der andere am Roy Fall. Solby, Ja. Oh, egal. Den machen wir gleich mit. he paid him a necklace. Do you still have the necklace that Soulsby gave to Girves? Girves left it near the, shrine. I tried to sell it to buy medicine, but no one wanted to buy. I want to speak to Dea. Is she around? Amma, my mother, she got sick after the fire. Big red smoke. She couldn't breathe, so I took her to the doctor. Now I am in charge. How would you describe this Soulsby? He was big and strong. He had a big scary eye. Scary, you say? Yes, like it was made of metal. Don't go anywhere. I miss Girves. Do you think he's okay? This cheap pendant looks like silver, but it's only made of tin. No surprise the boy couldn't sell it. Okay. Mehr mit dem Vermissten. Okay. Ein paar lesen, okay. Okay, okay. Ja, wir machen nebenbei noch andere Fälle mit. Was haben wir hier denn? Das ist der Fall. Andere? Nee, das hier der wegen den Jungen. Ja. Ja, wir gehen jetzt erstmal weiter und suchen erstmal die Ursache für Das Wasser. ja, Wasser, genau. Weil sonst sehen wir gleich gar nicht mehr durch hier. Ja. Also dann buchen wir jetzt unsere 20 G da rein. So.
So. Dann gehen wir mal wieder zurück. Jetzt müssen wir ja erstmal einen Weg finden, wie wir da jetzt durchkommen, ne? Ja. Hier auf jeden Fall nicht. The coffee won't go away. The doctor's too pricey. Ja, aber auch nicht. Da kann man irgendwie ein Haus, weiß nicht, was wir da wieder sollen. Ah, warte mal, auf der anderen Seite vielleicht gucken noch. Da kann man durchgehen. Ja, habe ich auch schon gedacht. Ups. Miles Dalton swears she saw ghosts in warehouse too. Oh. The coppers even went over there. Must be serious. Neuer Fall schon. I wish I could be of help, but I can't. Sorry. Ach du Scheiße. Ich wollte eigentlich nur das Wasser verfolgen. Erstmal. Oh shit, du. Lagerhallen. Ja, das ist jetzt echt schwierig hier. Wer weiß, ob wir da überhaupt schon hinkommen. Mein Wasser? Ja. Auch hier. Hier sind wir haben keine... Da irgendwo die Ursache sein, ne? Hier haben wir was? Was haben wir da hier? ist was. Ah, da ist was. Was denn? Da steht wieder ein Weg rum. Human waste. Despite looking fairly hazardous, I doubt it could cause such acute poisoning. Okay, oh, nein. Dann gehen wir mal am Wasser nochmal lang. Aber hier? This pipe disposes of wastewater from a factory. A possible culprit, but would likely have caused trouble a long time ago. Moving on. I can't see any other major source of contamination in this section of the waterway. Perhaps another place. Das Ding ist, es muss noch weiter hochgehen. Ja. Ja, es geht erst noch nicht weiter hoch. Irgendwo muss die Ursache sein. Für das Gift in dem Wasser. Die Frage ist halt, wenn wir den armen Leuten helfen wollen, müssen wir da wahrscheinlich erstmal rausfinden. Aber so finden wir das nicht raus. Also da kommen wir auf jeden Fall jetzt nicht weiter, ne? Oder war hier noch irgendwas? Ne, wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee, das ist auch nichts. Ich denke mal, das kommt von irgendeiner Fabrik oder sowas bestimmt. Ganz stark von außen. Okay, dann lassen wir den Fall jetzt erstmal so, wie er ist. Spuk in der Lagerhalle. Ja.
Okay. Spukt es da in der Lagerhaus? Ich hab keine Ahnung. So, den müssen wir auch noch suchen. Naja. Help me, please. No, sorry. I know nothing. Do you know anything about this? No, sorry. I know nothing. Can you satisfy my curiosity? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Komplett falschen Viertel bestimmt schon, ne? Kann sein. Okay, holen wir ein bisschen zurück. May I ask for your assistance? Ja, danke. Die Leute sagen, dass Mr. Soulsby möglicherweise gerade am Pier Nummer 3 nach dem Schiff zieht, auf dem sich gestern Nacht die Explosion geeignet hat. Okay? Okay. Also müssen wir zu Pier Nummer 3. Frage ist halt. Wo ist das Pier? Ja, die Frage ist halt. Was ist mit Spukhandel? Das ist jetzt eine gute Frage. Was man hier zuerst macht. Ja, viel ist möglich, glaube ich. Also die roten Fälle, denke ich mal, das sind die Hauptfälle. Die roten? Wieso siehst du da was Rotes? Die Orangene. Ich glaube nicht. Weil ich glaube, die Orangen sind ja die, mit denen das gehört ja zusammen. Ach so, ja. okay. Also das Nebenfälle, dann sind die blauen die Hauptfälle? Ja, das ist auch das Lila, ne? Nee, das hat schon was damit zu tun. Mit der Analyse nachher, mit der Farbe halt. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Was hat denn zum Beispiel der kleine Junge gesagt, wo sein Bruder sein soll? Den sollen wir auch noch suchen. Das ist der Junge. Kettenanhänger. Achso, Kettenanhänger. Oi. Okay, also zumindest der gleiche Kerl, der wahrscheinlich unseren guten Mann da entführt hat. Der hat wahrscheinlich den kleinen Jungen, den Bruder von den Jungen auch entführt. Weil das ist der gleiche Name, ne? Oder bin ich da? Mhm. Ja, der gleiche Name. Die Frage, ob man die Spukhalle noch macht. Und erstmal gucken, was da los ist. Wo ist die? Da steht Halle 2. Nach Reihe 2 am Hafen wurde von der Polizei durchsucht, nachdem Berichte eingegangen waren, dass es dort spukt. Ja, Spuk in der Halle. Dann gehen wir der Sache doch mal nach. Hätte ich auch gesagt, wir gehen da jetzt mal hin und suchen mal Halle 2. Aber mal gucken, wo es da ist. Ja, mehr als suchen kann man ja eh nicht. Also ich hab jetzt mal. Ich hab jetzt erstmal Halle 2 an. So. Weil hier standen auf jeden Fall, die Nummern stehen auf jeden Fall auf der Halle. Und hier die beiden Damen haben das hier gerade getratscht sozusagen. Also tippe ich mal, die könnte doch irgendwie hier in der Nähe sein, ne? Oh, hier Nummer 3, okay. Hier ist das Pier. Hier ist das Pier.
Okay, haben wir... Alles klar, wir können nachher auf jeden Fall da mal hin und her reisen. Also Pier Nummer 3. Aber was ich zumindest gut finde, ist, du kannst hier reisen und du kriegst halt in Akt 2, halt oder Kapitel 2 kriegst du halt das Gebiet. Und hier hast du die Lagerhallen. Genau, und wie es da auch aussieht, sind die Fälle auch wirklich in dem Gebiet. Und nicht in den anderen. Also nicht so wie bei Chapter 1, dass du durch diese ganze halbe Karte gehst, sondern du gehst wirklich Stück für Stück halt. Stück für Stück, ja, halt in diesen Arealen jeweils rein, also keine Ahnung. Wenn du das ganze Areal durchcampen würdest, würdest du wahrscheinlich vielleicht eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde da rumirren, aber dann bist du auch durch am Mund. So, also hier hätten wir Pier 3. So, da wäre der Heini, den wir da noch suchen. Die Frage ist halt, ob wir erstmal die Lagerhalle 2 suchen. Oder vielleicht ist die Lagerhalle 2 ja auch an Pier 3. Orte dich doch zu den Lagerhallen. Hm? Orte dich doch zu den Lagerhallen. Genau, hier war ja Lagerhalle. Da steht ein Zug. Entzug. Hier. Moskva. Sounds like this ship was from the east. My money is on a loose cigarette or a discarded match. One careless throw and boom. Das ist das Schiff, was die hier gekannt hat, oder? Ja, das ist das Schiff. Und dadurch werden die Leute auch krank. Ich habe ja schon. Weil das Öl ausläuft. Naja, das kann natürlich sein. Aber kommt das auch in den Kanal rein? Ja, du bist doch am Kanal. Nee, das wird jetzt am Pier. Da ist halt, ob ich mit denen hier sprechen kann. Aber ich glaube, ich spreche noch keinen an. Ich werde erstmal sehen und erstmal die Lagenkundschaften. Ne? So. Dann geht erstmal jetzt zur Halle 2. Oh, ja, ich auch. Bevor wir nachher hier nicht mehr hinkommen. Frage ist halt. Was haben wir hier? Auch nichts. Okay. Da ist schon verstrickt hier überall, ne? Also. Ja gut, wir müssen nachher so Pier 3 können wir das hinpointen. Aber jetzt die Lagerhalle 2 zu finden, ist schon gar nicht so einfach. Hast du auch einen Portpunkt? Ne, Lagerhalle 2 haben wir keinen Portpunkt. Haben wir Lagerhallen, ja. Ja, und da müssten die ja dann aufgeschlüsselt sein. Die sind ja ganz woanders. Kann man eigentlich auch auf der Karte sehen, wo wir laufen? Ne. Nee. Wir sind nicht gekennzeichnet, leider. Ne, wir sind leider nicht gekennzeichnet, ne? Ja, wir porten uns mal zu den Lagerhallen. Ist Lagerhalle 3 auf jeden Fall. So, also 2 muss dann ja entweder vorher oder nachher kommen. Das ist die 2. Das ist die 2. Naja. Weil da waren wir gerade auch schon vorher mit beigelaufen. Ja klar, da stand der Polizist. Sag mal den Good evening, Polizisten. Constable. I heard some people talking of ghosts in this warehouse. Gossips, all of them. An old lady neighbour saw some lights and ghostly shapes in the middle of the night. She heard music too. Turns out this was the warehouse of Grandpa Kujak. He owned a business with theatre props for scary shows. I went in and, well, it is a bit creepy. But I think it was probably just some kids fooling around. Do you mind if I take a look inside? Not at all. It's like Madame Tussauds, only worse. I'll be on the beat round the pub for the rest of the night. Damned explosion. Good night, sir.
Dann gehen wir mal rein in die Halle. Ah, ich habe mir gedacht, wir gehen einfach mal rein. Die sieht aber ziemlich dunkel aus. Was haben wir hier? Okay. Er hat die Geister gesehen. Okay, also. Das sind auf jeden Fall schon mal Requisiten, die da rumstehen. Ja. Geisterhafte Fußabdrücke. Geil. Oh, schon sagen. There was a box in the coffin. It was removed quite recently. Hat Dracula drin gelegen. Ein Handabdruck. They opened the casket and left marks. Und? A herbal odor with an acylic base. Liquor? Okay. Geil, dass hier Phosphorfarbe ist. Phosphorus, used recently. Where is this going? Ja. Ich weiß es, ich weiß es. Ja. Es war Spider-Man. Ah. Several crates are missing. Bottles of various shapes and Weil sizes. wer sollte sonst an der Decke langlaufen können? Chemicals and aromas. No brand or markings. It looks like a bulk product. Okay. That's most likely the ghost the old lady saw through the window. That's most likely the ghost the old lady saw through the window. That's most likely the ghost the old lady saw through the window. Oh, hier ist auch noch was. A small cart left those tracks. Okay, da hätte ich gesagt, wir können schon wieder rekonstruieren. Ja. Also. Was ist eigentlich noch kopflose Lektoren? Wir haben auf jeden Fall irgendwie noch nicht alles gefunden, weil vorhin konnte ich noch mehr anschnitzen sozusagen. Aber das ist nur 4 Punkte oben. Ja, ich weiß, das war vorhin auch so. Ungefüllt. Und der Geist? Nee. Natürlich, das ist doch ganz klar wie Kloßbrühe. Da ist ein Flaschengeist rausgekommen. Ich glaube nicht. Ja, das glaube ich auch. Oder? Noch? Oder nicht. Es gibt nur die eine Möglichkeit. Noch, ja. Weil eben kam ja auch eine zweite Möglichkeit noch. Das sieht eher danach aus. Ja, ich würde auch sagen, das sieht danach aus, weil die Kisten... Eine Kiste stand da auf jeden Fall drin. Ne? Ja, dann... Schauen wir doch mal, ob wir richtig stehen. Wenn wir wirklich richtig stehen, seht ihr nein. Okay, das eine ist verkehrt. Okay, da fehlt auch noch was dann. Genau, aber da kannst du nämlich nichts dran ändern. Dann fehlt da noch ein Gegenstand. Ah, hier ist noch Hier. was. Ah. Who is this intended to scare? Geil. Und hier liegt ja auch noch ein Schuh. Da ist Somebody der had fun. Schuh, der Phosphor gemacht hat. Das hast du Okay. auch die Sachen. Aber hier ist auch noch was. Inspired by the legend of Sleepy Hollow. Nee, nee. Also da kann man nicht einfach so sehen, dass man alles hat. Ja, man sieht jetzt, wenn du in den Konzentrationsmodus gehst, ob alle Punkte da sind. Ja, das stimmt.
auch noch ein gelber Who Punkt is an. this intended to scare? Das sind die gleichen Punkte nochmal. Ah nee, ich wollte doch nicht rausgehen. Ah shit. Oh, Watson, der steht auch wirklich immer am Weg rum. Da fand ich John besser. Durch den konntest du wenigstens durchlaufen. Haben wir da? Man kann auch nur rausgehen. Auch wieder draußen. Ja, wir müssen den Kram mal noch rekonstruieren, ne? Ja, machen wir doch jetzt. Ja, jetzt hast du auch alle Punkte. Da? Ja, hätte mich schon unbedingt. Naja klar, er hat mir den schon einen Weg gebaut. Der ist ja bestimmt nicht hochgelaufen. Das wäre cool. Somebody played with phosphorus to give the illusion of ghosts or ectoplasm. In reality, they were here to mix a few ingredients and prepare a solution of some sort. Then they took a box hidden inside the casket. And they left through that gate with a small cart. Ja, Ermittlung abgeschlossen. Ja. Ah, okay. Jetzt weiß ich, was die lilanen Sachen sind. Was denn? Die lilanen Sachen sind fertig. Nee, kann nicht. Darum ist noch was dran. Steht, jemand benutzt die Lagerhalle, um unbekannte Substanz herzustellen. Vielleicht finden wir mehr raus, wenn wir der Karrenspur folgen. Das heißt, wir sind ja hier raus, aus dieser Tür Die hier. große Tür sind hier raus. Da geht der Karren raus. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt der Karrenspur folgen. Da haben wir schon mal Spuren. Ist bestimmt ins Wasser gekippt. Gibt bestimmt nachher alles eine ganz sinnliche Erklärung dafür. Nicht da? Flasche. Dr. Tippett's electric pectobrain. Patent medicine of the future. This is a patent medicine. A quick fix at an expensive price that drags the patient slowly into death. Ja, die Frage ist halt, hier gehen die Karrenspuren noch rein, ne? Aber wo geht's hier hin? Ah. Naja. Ist halt wirklich immer so, wenn was Neues gefunden wird, dann muss es sofort wieder anheften. Ja, genau. Das rezeptfreie Medikament der Zukunft. Die einzigartige Formel gegen Schwindel, Schwäche, Husten, Zahnschmerzen, Lungenleiden und Asthma. Vitalität und Lebensqualität für jeden zu einem Bruchteil des Preises anderer Medikamente. Wir garantiert nur natürliche Inhaltsstoffe. Ja. Ich glaube, da muss ich Leute befragen, weil da sind Leute abgebildet. Excuse me, just one question. I think I can help you. Ja, Dr. Tipps, ja, wie auch immer, wird im Abendviertel in einem Hinterhof an Kranke ausgegeben. Okay. Dann haben wir vielleicht sogar schon die Rätselslösung. Das ist vielleicht gar nichts. Vielleicht die Krankmachgeschichte da von dem Medikament. Dann gehen wir wieder zum Abendviertel. Ich würde halt immer versuchen, dass wir den Fall, wenn es geht, zu Ende bringen können. Auf einen Hinterhof. May I ask you something? Sorry, sir, I can't help you.
Certainly a reputable establishment. I've seen worse. Warum wir jetzt hier gelandet sind. Was für eine Spelunke. Das ist eine Katze, hast du das gesehen? Ja. Au. Greetings, miss. I'm hoping you can help us. We shall soon see. Oha. My colleague and I are seeking a burly man, above average height, with workman's boots. Half my customers, then. Your description hardly narrows things down. Beobachten erstmal die gute Dame wieder mal. Das sprühende Lippen. Ja, kein Wunder, der Spelunke. Spuren von Erbrochenen. Morgenübelkeit. Ich gehe davon aus, die haben nicht mal vernünftiges Bier da. Auch leicht gewölbt. Hose etwas zu eng. Ja. Heimlich ihre Schwangerschaft. Miezekatze. Your clothes are already tight and soon they won't fit at all. How far along are you? I thought I'd hidden it better. How did you know? Are you a doctor? In a manner of speaking. He's not. He merely has the ego of one. I apologize, miss. Mr. Holmes is fond of his observations, but I am the doctor here, not him. Do you need any help? I'm fine, thank you. I would rather not discuss my condition, nor let word of it spread. Bin ich sehr angepisst. I heard tell of a recent explosion in the port. What do you know of it? Ah, yes. Something exploded in a ship's cargo hold. Caused a terrible blaze. The sky was red with smoke till morning. Where precisely did it occur? The ship sank near the third pier, next to the dockyard. Mann mit künstlichem Auge. Das Ja. brauchen wir noch. Ja, okay, da fragen wir auf jeden Fall noch nach. Have you ever heard of a man with a metallic eye? I've seen him even. Dirty Summers is the name. A nasty Ilias lout. Gaming With a 1, silver 2, 3. ball Hallo placed und on einen his inner eye. wunderschönen guten Abend. Hi. Na, wie geht's dir? I shudder to ask, but where does one find a dirty Summers? He likely signed on with a ship. I am not one to spy on others, let alone him. I see. My advice, keep away from him. Keine Ahnung, Beweis präsentieren. Ja, kannst ja mal gucken, Was hätten wir denn noch? ob du irgendwas andrehen kannst. Vielleicht gibt es Visitenkarte? Familiar with a Roy Soulsby. Roy Soulsby? I know the name, but he's not one of my regulars. My guess is that he works somewhere around here. Okay. Have you been drinking? Auch im Sherlock Holmes Fieber? Have you been drinking? What do you know about this poster? A foreign woman asked to put it up. She's plastered them all over the port. Any clues as to her whereabouts? None. It was hard to understand what she was saying. So, okay. Die Katze mauzen. Ja, die sitzt ja auch da. Ja, ich weiß. Das war witzig, ich höre die ganze Zeit mauzen. Die sagt sich auch, es gibt kein Bier. So. So, was haben wir denn hier? Watson. Müssen wir natürlich immer noch rauskriegen, was das Medikament der Zukunft ist. Ja. Also, wenn wir auf jeden Fall Hinterhof. So, das war die Kneipe noch. Von der anderen Seite wahrscheinlich.
Ah, warte, was ist mit denen hier? Can I ask you a question? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Noch so eine Kerze. Mhm. I don't believe in ghosts. I did when I was a kid. Hinterhof im Armen. Could you help me? Hat er, ne? Ja. Wir sind ja hier im Armenviertel. Ja. Ja, der Hinterhof könnte links sein, der könnte auch rechts sein. Ja, hier waren wir ja vorhin schon. Da sind wir ja in die Kneipe reingekommen hier. Und hier ist nicht weiter. So, jetzt halt die Frage. The coffin won't go away and the doctor's too pricey. Where are we? The field hospital? Ah ja. Was steht da? Dann fragen wir den Herrn doch mal. Bitte? An? Beobachten Nee, aus dem erstmal. Arzt. Milchgesicht, sehr jung. Auch nett. Oh. Guck mal, der hat Phosphor an den Pfoten. Anleitung für hausgemachte Medizin. Ein Quacksalber. Tja, die Frage ist halt. Hier steht halt bla bla bla. Die äußeren Erscheinungsbild nach zu urteilen, ist dieser Mann sehr jung zu jung für einen medizinischen Abschluss. Es ist daher äußerst unwahrscheinlich, dass er Arzt ist. Was wir ja auch schon gesagt haben. An seinen Händen befinden sich Rückstände von Phosphor, wahrscheinlich aus der Lagerhalle. Ja. Er hat ein Buch über selbst hergestellte Medizin bei sich. Er mag gute Absichten haben, aber damit lässt sich Unwissenheit nicht kompensieren. Oder halt ein Quacksalber. So, naja, das ist gleich wie vorher auch. Da gehe ich eher von aus. Weil sonst würden die Leute, die da lustig am Pier sitzen, also unten am Wasser, ne, nicht krank sein. Ja. Weil das ist nämlich keine Medizin, die er herstellt. Wette ich mit dir. Bestimmt irgendwas nicht. Die Frage ist halt, ob er überhaupt seine... Na gut, machen wir mal Quacksalber. Good evening, sir. Are you the gentleman who sells that intriguing pecto-brain beverage? Good evening, gentlemen. I'm Dr. Thomas Tippett, and yes, its proud inventor and purveyor. Are you a doctor? You seem remarkably young. I'm self-educated. I help people in need around these parts with my medicine. Helping, as in bringing to the grave? That is unfair, sir. The virtues of my invention are to calm the nerves, to stop coughing due to the endless smog, and to help children to sleep. Has your beverage been tested by your peers or any medical authority? I am a doctor, and it appears that you are playing with people's lives, people who place their trust in you to ease their pain. People need help, and drugs are expensive. My formula helps, and it's inexpensive. The product is dispensed from here only, so dose and usage are controlled.
I looked into other patented medicines. They contain harmful or useless substrate, and they're sold in respected shops and pharmacies. Do you realize what you are doing? You are playing with people's health. You are a doctor. Take a look at my product. You won't find mercury, radium, lithium, or any other toxic substances drowned in alcohol and sold freely by so-called health professionals. I can show you how I work. Let me help people. Watson, what do you make of this situation? I'm not sure. Patent medicines can be a scourge, yes, but he is not entirely wrong in practice. Why the haunted warehouse? Well, nobody was using it, and people are afraid of ghosts. It kept them away until today. What I do is not entirely legal, but I do help people. Okay. Tja, so wirklich schlau bin ich aus dem Typen trotzdem nicht geworden. I help up to 50 people here every day. It is working. I can hear the patient suffers with their lungs. Almost all men die from their remedies rather than their diseases. I want to change that. The patient has a high temperature and is short of breath. The cart from Warehouse 2. Da war er. Da war der Kahn. Ja. Die Frage ist halt, was müssen wir jetzt hier noch machen? Achso, okay. Mal zur Polizei gehen. Wie kann man? Es scheint uns als eine Mission anzusehen, Menschen in Not zu helfen. Wir können der Polizei von Mr. Tippets Aktivitäten erzählen, damit sie ihnen das Handwerk legt, oder aber die Sache verheimlichen, damit er weiterhin den Menschen helfen kann. Zumindest mit seinen bescheidenen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Ja, wenn wir mal logisch an die Sache gehen, da sitzt kein Mensch draußen, der gesund ist. Ja, das stimmt. Also, ich meine, ich bin kein Arzt, aber... How can I help? I could try and flag someone down. 1 und 1 kann ich eigentlich auch zusammenzählen. Und der macht einfach nur schnelles Geld und diese ganzen Geister und so. Warum hat er die da vorgesetzt? Damit ihm da keiner auf den Sack geht, wenn er seine Mixtur macht. Dass er seine Ruhe hat. Ich weiß, ich bin ein sehr, sehr skeptischer Mensch. Ein bisschen, ja. Aber leider ist das in unserer Gesellschaft so. Ich möchte dem Herrn ja auch nichts unterstellen, aber ich traue ihm nicht. May I ask you something? No, sir, I've never heard of it. Ma Dalton swears she saw ghosts in Warehouse 2. The coppers even went over there. Must be serious. Aber ich würde sagen, bevor wir ihn beschuldigen, ne? Ja. Gucken wir vielleicht doch nochmal, ob wir irgendwas mit dem Wasser rauskriegen. Ja, die Frage ist halt... Weil die Abwasser aus einer Fabrik abgeleitet sein könnte. Und theoretisch die Ursache für die Vergiftungserscheinung sein. Allerdings ist es schon alt und hätte wahrscheinlich bereits vor langer Zeit den Kanal so stark verunreinigt, dass Menschen davon erkrankt worden wären. Okay, das heißt, auf jeden Fall ist es nicht das Wasser. Ja, nee, nicht das Wasser, sondern bis dahin, bis wir das kontrolliert haben, ist da nichts gewesen. Da ist nichts im Wasser. Die Frage ist halt... Aber ich glaube nicht, dass das zusammenhängt mit dem Doktor. Oder glaubst du das? Ah, guck mal, hier ist noch was. Ja. Guck mal, ist ein Kahn. Der ist weggekippt. Ah, okay. Doch was mit dem Doktor. Ich bin gut. A recent cart crash.
oder? Ja. Brain. Bitte immer daran denken, den Wagen nicht schwer zu beladen, als die Hälfte des Gewichts von Danny Nutcracker, also maximal 200 Pfund. Sie hat es mal auf den Wagen mit Joshua getrieben und seitdem hat er die besten Jahre hinter sich. Also, der Wagen, Joshua, so wie sonst hätte er sich wohl kaum mit Big Danny eingelassen. Ach ja, das Schiff aus Barbados wartet noch auf einer Tonne Phenol, also Beeilung. Evie Spence, Criminals, ach nee, ja, Pink. Wie auch immer. Ja, das ist was anderes auf jeden Fall. Aber es ist das auf jeden Fall. A dangerous substance often used as a sanitizer, coming from Spade Chemicals. Als Desinfektionsmittel? Mhm. Dann ist das denn, The fish's scales have decolorized. What a disaster. Okay. Was haben wir jetzt hier? Wagenunfall. Hm? Da kann man auf jeden Fall Menschen befragen. Nee, irgendeiner wäre. Hier ist so jemand. Excuse me, just one question. I think I can help you. Die Firma Spade Chemicals hat ihren Sitz in Lagerhalle 5. Okay. Ja, lass uns mal in Lagerhalle 5. Oh, dann gehen wir zum Lager hin, wieder hier. Warum regnet das eigentlich die ganze Zeit? Aber das ist dramatischer. Voll. Außerdem passt das zu unserem Wetter da draußen. Es regnet auch den ganzen Tag heute schon. Jetzt nicht mal. So, Lagerhalle 5. Lagerhalle 2 waren wir drin. Barrels of phenol from your company ended up in the canal. It has poisoned people. You will need to clean it up properly. Otherwise, we will inform the authorities. What the? We will call the cleaning brigade immediately. I hope this can stay between us. Okay. Okay, die machen es sauber, okay. Der Mitarbeiter von Spade Chemicals versicherte uns, dass die Firma um die Beseitigung der Schäden kümmern wird. Wir müssen noch den Schlammgräbern Bericht erstatten und ihnen sagen, dass sie sich bis auf weiteres fernhalten sollen. Ja. Okay, dann gehen wir wieder ins... Oh, ich sag ja. Also da entschuldige ich mich schon mal ungefähr 100 Mal für, weil da werde ich jetzt wahrscheinlich noch 10.000 Mal draufdrücken. Auf die falsche Taste. So. So. Gentlemen, the doctor here and I have found the source of the contamination. Spade Chemicals will take care of it. That's pretty good news. But how long will it take? And what about our friend? Will someone pay for his treatment? Pressurize the company. But for now, get rid of the stained clothes and rinse any phenol-affected skin. No one else should touch the canal today. Thank you, we'll do that. Let's go to the chief doctor for help. Hat er gerade gesagt, gehen zu dem billigen Arzt? Ja. Okay, dann lassen wir ihn in Ruhe. So.
Dann war meine Diagnose nicht korrekt. Nee, war die auch nicht. Wir haben ja neue Sachen freigeschaltet. Oh Gott. Pestarzt. Ach du Scheiße. So. Aber wir müssen auch noch den Jungen finden. Also ja, das ist ja der gleiche Typ. Ne? Ja. Ja gut, dann reisen wir mal zum Pier 3. Vor allen Dingen, wir müssten gleich mal gucken, ob wir langsam mal wieder was anheften können hier. Weil Ja, hab ich ja. Ich kann ja nichts weiteres anheften. Nee, ich meinte zusammenbasteln. Oder gibt's noch keine Information? May I ask you something? No, sir, I've never heard of it. Nee, auch nichts weiteres. Do you know anything about this? No, sir, I've never heard of it. Und der Chef untersucht hier da. Help me, please. I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Ja. So, was gestern Nacht die Explosion erlitten hat, das war ja die Moskova. Wer? Das ist ja das Schiff da hinten. Ja, ich weiß. Ja, jetzt hier. Was den denn hier, der hier steht? Ja. Not in the mood, mate. Shoo! Pardon me, sir. I am looking for Roy. Not again. Yes, I'm Roy, but I can't help you find your uncle or whoever you've lost. Now, what makes you think I would inquire about missing people? You are the fourth person to ask this week. Just because I work at the port doesn't mean I keep track of everyone who comes here. May I ask what you're doing here? This is where the ship sank the other day. I'm trying to work out how we'll remove it. You say we are not the first to ask you about a disappearance. Do you recall anything about those who came inquiring? I only remember the foreign woman. I didn't catch her name, but those are her posters hanging up everywhere. She has badgered me twice now, but I still don't know nothing. And this woman can be found? No clue. She was talking gibberish. Now, where was I? Dann beobachten wir den Guten hier. Zahlreiche Stempelflecken. Okay. Taschenuhr. Brandneu aus purem Gold. Okay. Und dem geht's gut. Klaffer, Muskeltonus. Nicht besonders kräftig. Ich würde sagen, das Tattoo auf seiner Hand. Ne, im Gesicht auch gut. Ah, okay. Durchschnittliche Größe. Ja, gute Frage. Da ist auch ein grob der Zollbeamte. Warte mal. Jetzt haben die gestohlen die Uhr oder er ist korrupt. Geh mal auf Dieb. Achso, bist du auf Dieb, ne? Bin auf Dieb. Oh Gott.
Ich nehme den jetzt. Vielleicht. Sorry, doesn't ring a bell. I have been told that you hired Dea's son, Girves, right before he vanished. His brother also said you had a metal eye. What do you make of this? Tell that him to stop making things up. Sorry, doesn't ring a bell. Can't help you there, mate. Have you seen this before? My card? Where did you dig that up? At a crime scene near Baker Street involving a young servant's kidnapping, I might add. No. Someone used it without my consent. How else would it end up there? Okay. Mehr Herleitung. Seine Visitenkarte in der Baker Street zu suchen. Achso, da waren wir gerade drauf, oder? Ne? Dirty Sommers ist Kimais Entführer. Es ist durchaus möglich, dass Royce Solveitzi sein Komplize ist. Okay. Aber wo er ist, wissen wir trotzdem noch nicht. What are you gawping at? Konfrontiert. I shall take my leave. Das ist aber schlecht, das haben wir natürlich auch nicht. Nee. Aber was hat denn der Junge noch gesagt? Achso, die müssen noch die Frau finden eigentlich. Are you able to help me? I can't help you with this. Das hier zum Beispiel noch. Das war die Lagerhaltung hier. Stimmt, das muss die andere Seite gewesen, ne?
Ja. Can I ask you a question? Ugh, I'm sorry, but I don't know anything. Excuse me, just one question. I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Can I ask you a question? Sorry, sir, I can't help you. Oh, hier ist auch noch was. Das ist nicht so ganz einfach gerade. Nee. Can I ask for your assistance? I can't tell you because I don't know. Can I ask you a question? No, sorry, I know nothing. Help me, please. Kann ja eigentlich dann nur die Troller in der Bar gewesen sein. Ja, den ausländischen Dialekt. Can I ask you a question? I can't tell you because I don't know. Die sind alle weg hier jetzt. Ja. What can I get you? No. Aber welche Frau haben wir denn gehabt mit dem ausländischen Dialekt?
Miles Dalton swears she saw ghosts in warehouse too. The coppers even went over there. You must be serious. May I ask for your assistance? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. What are you gawping at? Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Boulder Dash. Sorry, you lost me there. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Boulder Dash. Sorry, you lost me there. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Boulder Dash. Sorry, you lost me there. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that?
A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Your calling card was found at the crime scene. That's enough to make you a suspect. You cannot be serious. It's true. And that's before mentioning your gold watch. It's brand new and awfully expensive for a customs officer. Clearly you have found yourself another source of income. I'm sure Scotland Yard will be delighted to investigate further. All right, stop. Look, it's not as it seems. I did not partake in the kidnappings. I'm all ears, Mr. Soulsby. Yes, I know Summers. He paid me to turn a blind eye to his business in the warehouse area. Just that, on my word. You did not tell me which warehouse he used? I do not recall, but I used red paint to mark unsupervised warehouses. Ought to be one of them. What else can you say of Summers? He is a regular at the Cursed Mermaid. Goes there with his crew almost every evening. What for? I don't know. I assumed just for a drink. Why do I have the feeling that you know more about Dirty Summers than you're letting on? I have nothing more to add, sir. Yeah. Enough. I have hard evidence that Summers was involved in recent kidnappings across London. I'm not surprised. So what? Oh, jetzt musste er seine Aussage nehmen, sie damit zu konfrontieren. A customs officer, Roy Soulsby, testified that Summers was a regular here. You must know something about his business. All I know is his drinks order. Und ganz zum Schluss würde ich ihr Charakterprofil nehmen. Ja, das wäre ja das, was wir zum Schluss über sie noch rausgefunden haben. If the lives of the missing do not concern you, then I would urge you to think about your unborn child. Are you threatening me? Mit nicht. Geil. Many people are missing, and the main suspect based himself in your establishment. One word to Scotland Yard and your life takes a turn for the worse. Now, spare yourself the trouble and tell me all you know. Okay. Summers hired my private room. I think he used it to recruit people, but I haven't seen him in a few days. He paid me cash, so I paid him no attention. Nor did I touch him from inside. Here's the key. Go and do what you will. Just leave me out of it. Die Katze Maus hier. Ja. Ein Schlüssel aus Kupfer, die Privatfrau uns gab, um die Türen zum Privatzimmer des Pubs zu öffnen. Wie sagte, Dirty Summers habe für die Nutzung des Zimmers bezahlt. Man macht ja nichts draus. Ich habe ihm auch gelesen, ein Schlüssel aus Kupfer für die Privatfrau, für den Barraum. Ja. Nicht schlimm. Ja, jetzt ist die Tür nämlich offen. Sehr gut. The hairs on the back of my neck stood up. Was haben wir da? Steht da? Da liegen ein paar Münzen. 5 shillings. That won't go far. Schilling. Strange symbols. I don't recognize them.
Kratzer. Jetty Summers heuert im Privatzimmer des Papstes Männer zum Kissenschleppen im Lagerhallen in den Lagerhallen an. Ja, umso später der Abend, umso das krasseste Lesen. Ich kenne das. The Parker and Williams Co-Manchester, Rechnungsnummer 012B, Datum 20. September 1882, Käufer Oscar Sommers, Ware hochwertiges Segeltuch, verpackt in Holzkisten, Anzahl 50 Kisten, Gesamtsumme 50 Pfund. Warum liegen da 5 Schilling? Ermittlungsort abgeschlossen. War ja wenig erfolgreich. Aber wir können was ermitteln. Dirty Summers heuerte Männer für die Arbeit in einer Lagerhalle an, vor allem zum Schleppen von Segeltuchkisten. Die Entführer konnten sich noch immer in der Lagerhalle befinden. Sie müssten mit roter Farbe gekennzeichnet sein. Okay. So, jetzt würde ich sagen, wir haben schon 10:11. Und wir hören im Londoner Hafen auf. Ja, richtig. Ich würde jetzt zwar den Hafen noch beenden wollen, aber wer weiß, wie lange das noch dauert. Wir müssen noch die Lagerhalle finden und aufklären, was mit unserem Vermissten passiert ist. Also würde ich sagen, wir machen für heute Schluss. Morgen geht es dann weiter. Genau, die Detektive gehen jetzt ins Bettchen. Richtig. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wünschen euch eine gute Nacht. Genau, schlaft gut. Lasst euch ja nachts nicht entführen. Und was Schönes. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis morgen, ihr Lieben. Genau. Tschüss. Tschüss.